Am Morgen geht es nun zur Glenfiddich Brennerei, bei der wir eine Besucherführung gebucht haben. Die Brennerei wurde 1886 von William Grant und seiner Familie errichtet. Seitdem produziert die Destillerie am gleichen Ort mit demselben Herstellungsverfahren und ist als letzte schottische Whiskybrennerei noch im Besitz der Gründerfamilie, der Familie Grant. Glenfiddich ist einer der erfolgreichsten Whiskyhersteller, dessen Whisky fast auf der ganzen Welt erhältlich und dessen dreieckige Flaschenform typisch für die Brennerei ist. Der Geschmack ist sehr mild und daher einer breiten Kundschaft zugewandt. Käuflich kann man ihn auch im angeschlossenen Shop direkt vor Ort erwerben. Die speziell für Glenfiddich angebaute Gerste wird gemahlen, im Maisbottich mit eigenem Robidoux-Quellwasser vermischt und dann auf 64 Grad Celsius erhitzt. Die breiartige Maische entwickelt Zucker und lässt eine süße Flüssigkeit, genannt Würze, entstehen. Die Würze wird abgelassen, gekühlt und in sogenannte Washbacks umgefüllt, wo Hefe hinzugefügt wird und die Gärung beginnen kann. Die sogenannte Wash wird erhitzt, in kupfernen Wash-Stills für die erste Destillation kondensiert und anschließend für eine zweite Destillation in Spirit-Stills gegeben. Das Ergebnis hat einen Alkoholgrad von 70% und ist sauber, süß und voller Fruchtaromen. Rund 65% des Geschmacks der Whiskys beruhen auf dem Einfluss der Eichenfässer während der meist jahrzehntelangen Reifephase. Die Fässer lagern nun für viele Jahre im Halbdunkel der Warehouses, wo sie einem einzigartigen Mikroklima ausgesetzt sind. Erneut kommt Robidoux-Quellwasser zum Einsatz, um den fertigen Single Malt auf den gewünschten Alkoholgrad zu bringen. Das Ergebnis ist ein perfekter Single Malt, der zur Abfüllung bereit ist. Die Fahrt geht weiter in Richtung Grampian Mountains. An der ins Navi eingegebene Tankstelle Highlands fahren wir zunächst vorbei. Wir wenden die Motorräder und entdecken eine einzelne Zapfsäule. Sofort kommt eine Frau zu uns heraus, um unsere Bikes zu betanken. Offensichtlich eine der kleinsten Tankstellen Schottlands. Die Grampian Mountains sind einer der Hauptgebirgszüge im Norden Schottlands und nehmen fast die Hälfte der schottischen Landfläche ein. Abgesehen vom Winter- und Schneezentrum in der Region Aviemore ist das Gebiet sehr dünn besiedelt. Zahlreiche Flüsse entspringen in diesem Gebirge, das erdgeschichtlich älter als der Atlantik ist.
Bei Ballater am Fluss Dee besuchen wir die schottische Sommerresidenz der britischen Königin. Balmoral Castle wird jedes Jahr zwischen August und Oktober von Queen Elizabeth II. Besucht. Dort verbringt sie ihre Sommerferien. Der Landsitz ist Privatbesitz der britischen Königsfamilie und kann im Frühjahr und Sommer besichtigt werden, wenn die Queen nicht anwesend ist. Die Privaträume der Königin sind jedoch tabu. So bleibt der Besuch auf den Ballsaal und den wunderschönen Park von Schloss Balmoral beschränkt. Wir setzen unsere Fahrt durch die Grampian Mountains fort. Das Hochplateau der Grampians entspricht vielen Vorstellungen, welche man von Schottland hat. Die Berggipfel der schottischen Berge und dazu die weiten Moor- und Heideflächen, die häufig nahezu menschenleer sind. Wir erreichen den hübschen Touristenort Pitlochry und wollen im Schlosshotel Atholl Palace übernachten. Der Weg dorthin führt durch eine Parkanlage, in der das Atholl Palace hoch oben auf einem Hügel steht. Unsere Zimmer sind mehr als großzügig und auch der Rest des Hotels erfüllt alle Klischees. Wir besuchen noch den hübschen kleinen Ort und gönnen uns ein leckeres Abendessen.
Heute fahren wir in Richtung Nordsee und die Landschaft wird wieder sichtlich flacher. Auf dem Weg nach Edinburgh planen wir einen Zwischenstopp in St. Andrews ein. Die Kleinstadt an der Ostküste ist vor allem für ihre traditionsreiche Universität und als Heimat des Golfsports berühmt. Eine der Hauptsehenswürdigkeiten von St. Andrews ist sicherlich die Cathedral of St. Andrews, die Kathedrale am Meer bzw. deren Ruinen. Sie war einst größer als Westminster Abbey in London. Im Zuge der Reformation wurde auch die Kathedrale von St. Andrews schwer beschädigt. Und wie bei vielen kirchlichen Gebäuden begann der Verfall der Anlage nach der Reformation in Schottland. Auch heute kann man noch erahnen, dass es sich um eine Anlage stattlichen Ausmaßes handelte. Danach besuchen wir noch einen Teil der Universität, an der auch der britische Thronfolger Prinz William studierte und hier auch seine Kate kennenlernte. Rund 1/3 aller Einwohner von St. Andrews sind Studenten. Bald erreichen wir die Firth of Forth Brücken, die uns signalisieren, dass Edinburgh nicht mehr weit ist. Zurzeit wird rechter Hand eine neue Brücke gebaut, die aus dem Firth of Forth ragt und noch nicht vollendet ist. Zur Linken befindet sich die rote Firth of Forth Railway Bridge sowie die Autobahnbrücke Forth Road Bridge, auf der wir gerade fahren. Allesamt imposante Bauwerke. In Edinburgh beziehen wir unser Zimmer im Residence Inn by Marriott. Das geräumige Zimmer ist zusätzlich mit einer Küchenzeile ausgestattet und das Hotel glänzt mit zentraler Lage, nur 10 Gehminuten von der Royal Mile entfernt. Das Abendessen genehmigen wir uns im Wetherspoons in der Neustadt von Edinburgh. Den nächsten Tag widmen wir voll und ganz der Besichtigung von Edinburgh. Edinburgh ist seit dem 15. Jahrhundert die Hauptstadt von Schottland. Wir gehen zunächst die Royal Mile aufwärts, um Edinburgh Castle einen Besuch abzustatten. Edinburgh Castle ist ohne Zweifel das dominierende Bauwerk Edinburghs. Es thront über der Stadt auf dem Castle Rock und bestimmt deren Skyline. Der Castle Rock ist der Basaltkegel eines erloschenen Vulkans. Nach 3 Seiten hin fällt der Fels fast senkrecht ab. An der Ostseite hingegen ist die Steigung so gering,
dass das Bergplateau auf dieser Seite problemlos zu Fuß zu erreichen ist. Diese geologische Besonderheit machte den Castle Rock schon früh zu einem idealen Platz für den Bau einer Verteidigungsanlage. Heute betritt man die Anlage über das Gatehouse vor der Half Moon Battery. Dieser Eingang wurde so erst um 1888 realisiert. Statuen von Robert the Bruce und William Wallace wurden um 1929 aufgestellt. Der älteste Teil des Schlosses stammt aus dem 12. Jahrhundert. Der größte Teil des heute sichtbaren Schlosses geht jedoch auf das 15. / 16. Jahrhundert zurück. Das Schloss wird heute von Historic Scotland verwaltet. Man bemüht sich dabei, das Schloss einerseits für Besucher attraktiv zu gestalten und andererseits das Bauwerk zu erhalten. Das Military Prison beherbergte schon 1720 Piraten aus der Karibik, von denen die allermeisten am Galgen endeten. Die Mons Mac ist eine gewaltige Kanone, die ca. 6 Tonnen wiegt. Sie richtet sich gen Norden. Die Reichweite der Kanonen war enorm. Jeden Tag um 13 Uhr, außer sonntags, wird die sogenannte One O'Clock Gun abgefeuert. Die One O'Clock Gun ist heute eine beliebte Touristenattraktion. Früher stellten die Schiffe allerdings ihre Uhren danach. Nun kommen wir zu den schottischen Kronjuwelen. Der letzte König, der mit den Ehrenzeichen gekrönt wurde, war 1651 Charles II. 1707 nach der Union mit England wurden die Ehrenzeichen in eine Truhe im Kronzimmer von Edinburgh Castle eingeschlossen. Und als Walter Scott 111 Jahre später die Erlaubnis bekam, die Truhe zu öffnen, lagen sie noch genauso da, wie man sie 1707 hineingelegt hatte. Heute sind die Ehrenzeichen im Rahmen einer Dauerausstellung im Edinburgh Castle zu besichtigen. Nach der Besichtigung von Edinburgh Castle wechseln wir in die Neustadt. Bei schönem Wetter werden die Grünflächen gerne von den Bürgern Edinburghs als Erholungsorte genutzt. Weithin sichtbar ist das 1844 im gotischen Stil erbaute Scott-Monument zu Ehren des schottischen Dichter und Schriftstellers Sir Walter Scott. Die Neustadt von Edinburgh wurde um 1800 gebaut. Sie besticht durch großzügige Flaniermeilen, Squares und klassizistische Gebäude. Wir begeben uns auf die Royal Mile. Die Royal Mile ist der älteste Teil Edinburghs und verbindet Edinburgh Castle im Westen mit dem Holyrood Palace im Osten. Auf der Royal Mile befinden sich einige Wahrzeichen und Monumente der Stadt. Holyrood Palace ist die offizielle Residenz der britischen Königin in Schottland.
Direkt vor die Nase der Königin setzten die Schotten ihr Parlamentsgebäude. Es wurde am 9. Oktober 2004 in Anwesenheit von Königin Elisabeth II. Eingeweiht. Wir erreichen den Grass Market unterhalb der Burg. Schon seit dem Mittelalter ist der Grass Market ein bedeutender Handelsplatz. Hier fand im Jahr 1864 die letzte öffentliche Hinrichtung mit rund 20.000 Zuschauern statt. Berühmte Persönlichkeiten der Stadt wie die Dichter Robert Burns und William Wordsworth trafen sich hier. Auf dem Platz befindet sich auch das älteste Pub Edinburghs, das White Hart Inn, aus dem Jahr 1516. Über die Jahre sind weitere Pubs und Restaurants hinzugekommen. Ein weiterer toller Tag in Schottland geht zu Ende und wir packen am nächsten Morgen unsere 7 Sachen, um zurück nach Newcastle zu fahren. Für die Tour nach Newcastle haben wir uns in diesem Jahr für die Küstenstrecke entschieden. Immer wieder kommen wir der Nordseeküste mit den Motorrädern sehr nahe und werden mit tollen Ausblicken auf das Meer belohnt. Dann haben wir die englische Grenze erreicht und durchfahren kurz darauf unseren letzten Kreisel auf englischem Boden. Bei unserer Ankunft am Terminal wartet die Princess Seaways bereits auf uns. Kurz darauf beginnt das Einladen der Bikes.
Nachdem wir die Kabinen bezogen haben, finden wir uns auf dem Sonnendeck wieder, um dem Schiff beim Auslaufen zuzusehen. In Amsterdam angekommen, werden die Motorräder wieder aus dem Schiff gefahren. Nach weiteren 300 Kilometern sind wir wieder zurück in der Heimat, um die Eindrücke dieser tollen Tour zu verarbeiten.